Hallo zusammen. In diesem Video besprechen und erklären wir den Nerv. Diesen Tab hier in unserem Edge Pulse. Pulse, das ist unser Market Overview. Und Nerv ist das Herzstück von Edge Pulse. In Nerv zeigen wir nicht nur, ob die Volatilität teuer oder billig ist, wir verbinden in einer lesbaren Oberfläche Marktüberblick, Volatilitätsstruktur, Makrostress, Tail Risk und Systemfragilität zu einem Kontext, der für uns Optionstrader entscheidend ist. Und damit wird dieses Modul zum Startpunkt eines jeden Tages. Erst wenn wir das Regime verstehen, dann können wir Kandidaten suchen und Trades konstruieren. Wir überwachen live, also in Echtzeit, hier diese 6 Einzelmetriken und verdichten diese zu einem Composite Risk Score, dem Edge Nerv, und zeigen dazu das aktuelle Marktregime. Im Risk Monitor, den wir hier sehen, gibt es 6 Rohsensoren, jeweils als Einzelmetrik. Und diese Metriken werden alle über einen Z-Score normalisiert und auf einer Skala von 0 bis 100 angezeigt, also relativ zu ihrem eigenen 20-Tage-Durchschnitt. Damit erkennen wir auf einen Blick, ob ein Wert gerade ungewöhnlich hoch oder niedrig liegt. Auf der rechten Seite hier stehen die 3 Volatilitätsindizes VIX, VXN und RVX, also die Volatilitätsindizes vom S&P, vom Nasdaq und vom Russell 2000. Links seht ihr den Yield Spread und den Yield Gap, mit denen wir das Makroregime erfassen, sowie den Skew für das Tail Risk. Der Yield Spread misst die Differenz zwischen langfristigen, also 10 Jahre, und kurzfristigen, also 3-monatigen US-Staatsanleihen. Also wir berechnen daraus die Steigung der Zinskurve zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinsen. Der Yield Gap, auch bekannt als Equity Risk Premium, was sich berechnet aus dem Earnings Yield, also der Gewinnrendite des SPY, minus der risikofreien Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen. Damit beantworten wir die Frage für den institutionellen Anleger, ob sie dafür bezahlt werden, das Risiko von Aktien zu tragen, anstatt das Geld in sichere Staatsanleihen zu legen. Je negativer dieser Wert ist, desto teurer sind Aktien relativ zum Bond. Und das Skew, mit dem Skew vergleichen wir, wie teuer weit aus dem Geld liegende Puts im Vergleich zu Calls sind. Wir stellen das als Unterschied zwischen der impliziten Volatilität am Delta 25 auf der Put- und Call-Seite dar. Noch ein Wort zum Z-Score, wie man den liest. Hier seht ihr so eine kleine Querlinie auf dieser Waagrechten hier. Das zeigt den Mittel an. Das heißt, das zeigt genau 50% an. Und wenn ihr vom 20-Tage-Durchschnitt und wenn ihr hier diesen Wert seht, Z minus 0,20, dann bedeutet das, dass dieser VIX aktuell 0,20 Standardabweichung unterhalb des Mittels der letzten 20 Tage liegt. So, hier haben wir die Risk Engine. In der Risk Engine verdichten wir jetzt diese 6 Rohsensoren zu 3 Blöcken. Jeder Rohwert wird in den Perzentil umgerechnet und gegen seine eigene 2-Jahres-History, also 504 Handelstage, eingeordnet. Mit einem Ergebnis, hier seht ihr das, von 0 bis 100. Außerdem wird jede Metrik geglättet, bevor sie zusammengeführt wird. Und das filtert kurzfristiges Rauschen raus und ergibt ein stabiles Signal ohne Sprünge. Jetzt haben wir hier oben als erstes den Volatilitätsblock. Ja, der speist sich aus den Volatilitätsindizes hier und einem Dispersionsausschlag, darauf kommen wir noch zurück. Es ist der dominante Treiber, ja, und reagiert am schnellsten auf Schocks. Hier haben wir den Makroblock. Im Makroblock fassen wir Yield Spread und Yield Gap zusammen und damit bilden wir den strukturellen Hintergrund. Und dieser ändert sich langsamer, aber dafür massiver und bildet für uns das Fundament, auf dem die Regime stehen. Dann haben wir hier noch den Tail Risk Block. Der Tail Risk Block ist der Skew, den wir aber durch die Volatilität verstärken und stellt eine Art Frühwarnindikator dar für extreme Absicherungsnachfrage. Steigt der Skew, wissen wir, dass auf der Put-Seite eben mehr Absicherung nachgefragt wird. Und steigt dann zusätzlich auch noch die Volatilität, dann wird dieses Tail Risk eben dynamisch verstärkt. Wieso machen wir das? Ein hoher Skew in einem ruhigen Markt ist eben nicht dasselbe wie ein hoher Skew im Stress. Und deshalb verstärkt die Engine den Tail-Beitrag dynamisch. Nämlich dann, wenn das Volatilitätsrisiko entsprechend hoch ist. Wenn der Markt Tails an einer
bereits gestressten Umgebung einpreist, ist das besonders gefährlich. Volatilitätsdispersion. Das Konzept dahinter soll zeigen, wie stark weichen WIX, VXN oder RVX voneinander ab. Eine hohe Dispersion sagt, der Stress ist eben nicht gleichmäßig verteilt, es zieht gegebenenfalls nur der VXN an, dann hätten wir zum Beispiel einen TEC-Stress. Ziehen alle drei Indizes stark an, ist der Stress breit und dynamisch. Aus diesen drei Block-Scores in der Risk Engine bilden wir nun unseren proprietären Composite Risk Score, den Edge-Nerve. Und der Edge-Nerve wiederum klassifiziert in 4 Regimestufen. Und jedes Regime ist eine schnelle Antwort auf die Frage, wie viel Respekt verdient der Markt gerade. Wir sehen hier Caution. Caution, da müsste der Score zwischen 55 und 75 stehen. Das heißt, wir sehen hier erhöhtes Risiko, also mindestens ein Block signalisiert Stress. Und in einem solchen Regime müssten wir eben die Positionsgröße und das Exposure streng prüfen. Wenn der Score von 0 bis 30 zeigt, dann hätten wir das Regime Calm. Das wäre die sogenannte ruhige Marktphase bzw. ruhige Makrolage. Insgesamt wäre das ein gutes Grundumfeld, aber eben auch nur ganz kleine Prämien. Wenn der Score sich zwischen 30 und 55 bewegt, würde das Regime als neutral bezeichnet werden. Das wären normale Marktbedingungen. Da könnten wir selektiv handeln. Und jetzt haben wir hier 55 bis 75. Jetzt zeigen wir Caution an. Und ab einem Score von 75 bis maximal 100 würde hier das Regime Stress angezeigt werden, was nichts anderes heißt als hohe Marktanspannung, hohes Risiko. Risiken müssen wir als Trader dann aktiv reduzieren und eine hohe Prämie wäre dann eine echte Gefahrenprämie. Zusätzlich haben wir hier noch ein paar Regime-Overrides, also harte Hochstufungen, die das Regime unabhängig vom Durchschnitt anheben. Und wir können immer nur hoch, aber nie herabstufen. Wenn also ein Volatilitätsblock hoch ist, dann springen wir hier im Regime mindestens auf Caution. Wenn wir extrem hohe Volatilität und gleichzeitig hohes Tail-Risk haben, werden wir das Regime hier auf Stress verändern. Und wenn wir eine systemische Fragilität hätten, also Absorption Ratio, auf das wir noch kommen, größer 0,75 und der Score wäre mindestens 45, dann hätten wir ebenso mindestens Caution. Und hier haben wir unseren Spiderbot oder Radarchart. Damit zeigen wir das Risikoprofil über 5 Achsen. Und die sind alle von 0 bis 1 normiert. Das ist sozusagen der Fingerabdruck des aktuellen Stresses. Und dann habt ihr hier Volatilität, also das zeigt also hier dann diesen breiten direkten Volatilitätsstress über alle Segmente. Dann haben wir die Volatilitätsdispersion, eben diesen segmentierten Stress, zum Beispiel Tech bricht ein, werden eben zum Beispiel die Small Gaps stabil bleiben. Wir hätten Makro, also das wäre das fundamentale Zins- und Bewertungsdruck. Wir hätten die Makrodispersion. Das ist letztendlich eine Aussage, dass widersprüchliche fundamentale Signale vorhanden sind. Also wir hätten zum Beispiel wie jetzt eine steile Zinskurve, aber eben fehlendes Equity-Risk-Premium. Und dann haben wir hier noch den Tail, das zeigt sozusagen den Preis für Crashschutz, dass der ungewöhnlich hoch ist. So, wenn wir den Plot jetzt lesen, dann können wir einfach so vorgehen, ein großes gleichmäßiges Pentagon zeigt dann verteilten Stress, ein schmales, spitzes Profil zeigt konzentrierten Stress in wenigen Dimensionen, wie wir das jetzt eben hier auch etwa haben. Und dann haben wir hier noch etwas Wichtiges, die Dynamik hinter dem Score. Mit dem Speed, da messen wir nicht das Risikolevel, sondern wie schnell sich das Risiko verändert. Zum Beispiel ein +2 würde heißen, dass das Risiko sich gerade doppelt so schnell erhöht wie normal. Und Risiko größer 0 ist grundsätzlich, dass sich das Risiko aufbaut. Ein Wert kleiner 0 würde sagen, der Druck lässt nach, Marktentspannung beginnt. Hier habt ihr also ein Plus 0,5, das heißt, das Risiko beschleunigt sich gerade. Und dann haben wir hier noch das Absorption Ratio. Absorption Ratio ist ein Maß für systemisches Risiko oder Zerbrechlichkeit, sprich Fragilität des Marktes. Und dieses Absorption Ratio misst also, ob sich die 3 Blöcke hier, Volatilität, Makro und Tail, im Gleichschritt bewegen. Das Absorption Ratio ist kein Risikolevel, sondern eben ein Fragilitätsmaß. Im Prinzip eine eigene Dimension neben dem Score.
Und ein niedriger Absorption Ratio, also kleiner 0,65, heißt dann, der Stress ist eher lokal. Ein hohes Absorption Ratio, wie wir es eben hier haben, heißt, die Blöcke korrelieren massiv. Der Markt hier wird einspurig und anfällig für Schocks. Und hier in der Mitte, sehr prominent dargestellt, sehen wir den Edge Nerve als Trend. Der Trend zeigt sozusagen die Entwicklung unseres Composite Risk Scores über die Zeit. Und damit können wir Trend unterscheiden oder im Trend unterscheiden zwischen Spike und einem Regimewechsel. So, dann gibt es hier oben noch ein Alert-System und diese Alerts, das sind Frühwarnungen. Die zeigen, dass bestimmte lokale Schwellen oder Divergenzen überschritten wurden. Und jeder dieser Alerts hat 3 Schweregrade. Also ihr seht hier High, gibt es noch Medium und Low. Was ihr jetzt hier seht, zum Beispiel Yield Matrix Diverging. Das heißt, Yield Spread und Yield Gap senden eben widersprüchliche Signale. Das deutet auf eine Makrounsicherheit hin, also ein Teil dieses Fundaments, das wir hier dargestellt haben, warnt und der andere bestätigt noch nicht. Und hier haben wir noch Yield Curve Resteepening. Das heißt, diese Zinskurve ist immer noch, der Abstand zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinsen ist immer noch unnatürlich hoch. Hier oben haben wir noch, ich nenne es mal Time Comparison. Das heißt, hier können wir sehen, ob sich das Profil verschoben hat. Wir können das aktuelle, heutige Risikoprofil mit Snapshots von gestern, vor einer Woche oder auch vor einem Monat vergleichen. Das seht ihr hier sehr schön dargestellt. Das vor einer Woche ist also in diesen gestrichelten Linien. Gleichzeitig seht ihr auch die Werte, wie sie hier überall vor einer Woche gestanden haben. Und ihr könnt dann auch einen Monat zurück. Seht ihr also hier auch die veränderten Werte. Und hier unten haben wir eben alle diese 6 Rohwerte oder Metriken nochmals als Perzentile dargestellt. Hier bemühen wir die 504 Handelstage, also die letzten 2 Jahre. Und man bekommt durch diese Darstellung eben einen klaren Kontext. Wenn ihr euch das so anschaut, hier nehmen wir mal das hier, VXN 93%, heißt das, in 93% der letzten 2 Jahre war der VXN niedriger. Oder hier das Skew, in 42% der letzten 2 Handelsjahre war der Skew niedriger. Jetzt sagt er hier 42, also das ist jetzt hier ungefähr im Mittel. Für den täglichen Gebrauch benötigt ihr weniger als eine Minute. Also ich mache das immer in 30 Sekunden. Also im Schritt 1 schaut man hier auf die Mitte, auf den Score, sieht dann das Regime, wie hoch ist der Stress. Im zweiten Schritt blicken wir links oder rechts und schauen, woher kommt der Stress. Wackelt zum Beispiel das Makrofundament oder ist es eine reine Volatilitätspanik. Im Schritt 3 schauen wir auf den Spider-Block und die Blockspars hier unten. Wo genau sitzt das Problem? Ist zum Beispiel Dispersion hoch? Haben wir vielleicht dann eine Sektorrotation hier? Und wenn nur Volatilität hoch wäre, dann wäre es eben Mark-to-Market-Stress. Wäre nur Makro hoch, dann haben wir eine Aussage, dass das Fundament dünner wird, Tail hoch, dann wissen wir, dass die Absicherungen teurer werden. Und wenn mehrere Achsen Bars hoch sind, dann wird eben der Stress auch breiter. Und wenn die Polygonfläche sozusagen größer wird, dann ist mehr Risikoraum gefüllt. Und im 4. Schritt checke ich den Absorption und das Speed. Ja, beschleunigt sich der Stress und wird oder ist das System gerade fragil. Das heißt, was bekomme ich am Ende nach diesen 30 Sekunden? Ich weiß, wie hoch das Risiko ist am Composite Risk Score. Ich sehe am Speed, wie schnell verändert sich es. Ich sehe am Absorption Ratio, wie fragil ist das System. Ich sehe am Spider-Plot, wo genau sitzt der Stress. Und ich sehe auch im Trend hier, baut sich ein Regime auf oder entspannt es sich. So, ich hoffe, dass ihr mit Hilfe dieses Videos nun in der Lage seid, mit unserem Nerve-Risiko-Frühwarnsystem zu jeder Zeit einzuschätzen, wie gefährlich ist die aktuelle Gesamtlage hier und woher kommt das Risiko. Also nicht nur das Risiko da ist, sondern viel wichtiger, welches Risiko.